Die letzten 7 Monate habe ich täglich 2 Stunden trainiert, bin hunderte Kilometer gejoggt und habe Alkohol und Feiern aufgegeben, um für meinen ersten Kampf mit einem Thai in den Ring zu steigen, der schon über 150 Fights an Erfahrung hat. Ob ich komplett zerstört wurde und warum ich das Ganze gemacht habe, erfährst du in diesem Video. Vor einem Jahr habe ich mich das erste Mal während meiner 2-monatigen Thailand-Reise in ein Muay Thai Gym gewagt. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch ein ganz anderer Mensch. Ich war ziemlich unzufrieden in meinem Leben, habe nicht auf meine Ernährung geachtet, war nicht konsistent im Gym und hatte keinen wirklichen Purpose. Mit anderen Worten, ich war ziemlich lost. Doch nach meinem ersten Training in Thailand würde sich das alles ändern. Denn als ich das erste Mal gegen die Pratzen schlug, realisierte ich, wie schwach ich war und wie weit ich von dem Mann entfernt war, der ich eigentlich sein wollte. Mein ungesunder Lifestyle und mein schwaches Mindset wurden mir im Training schmerzhaft offenbart. Meine Schläge sahen komisch aus, ich hatte keine Kraft in den Kicks und konnte keine 3 Minuten am Stück Seil springen. Und 1:1 mit jemandem im Ring zu stehen, war für mich komplett unvorstellbar. Doch diese Realisation erweckte ein Feuer in mir, das nicht zu löschen war. Und ich forderte mich heraus, in den nächsten 6 Monaten meinen ersten Muay Thai Kampf zu haben. Komme was wolle, ob ich bereit bin oder nicht, ich steig in den Ring. Soweit der Plan. Jetzt hatte ich einiges an Arbeit vor mir. Meine Kondition war bestenfalls durchschnittlich. Ich bin zuvor nie mehr als 5 Kilometer gejoggt und das auch meist mit Pausen. Ich hatte nie Sport betrieben, der ausdauerlastig war und meine Statur war nicht gerade sportlich. Zudem kommt noch, dass ich absolut keine Ahnung von Kampfsport hatte und Muay Thai komplett von Null anfangen. Das alles musste ich zumindest so weit verbessern, um in 6 Monaten 5 3-Minuten-Runden cardiotechnisch auszuhalten und um genug Skill zu haben, nicht in der ersten Runde direkt ausgenockt zu werden. Damit fängt meine erste intensive Trainingsphase an. Von Montag bis Samstag, jeden Tag 2 Stunden Training in einem traditionellen Muay Thai Gym auf Koh Phangan. Ich lernte schnell, bildete Freundschaften und fing an, das tägliche Training zu lieben. Schon nach 2 Monaten sah ich eine deutliche Entwicklung in meiner Form und ich fing langsam an, etwas Kraft hinter den Kicks und meinen Schlägen zu haben. Doch obwohl ich viel am Sparren war, hatte ich noch viel zu viel Angst vor Schlägen und wurde schnell überwältigt, wenn mein Partner Druck machte. Ich war dennoch zufrieden mit meiner Entwicklung und war bereit, nach einem kurzen Besuch in Deutschland wieder richtig durchzuziehen. September 2023 ging es mit der zweiten intensiven Trainingsphase los. Tasche ist gepackt, die Sonne scheint und jetzt geht's ab ins Gym. 2 weitere Monate an 6 Trainingseinheiten pro Woche. Ich war so glücklich, wieder in Thailand zu sein, meine Lehrer zu sehen und meinen Muay Thai Skill zu verbessern. Und ich muss euch noch ein kleines Physik-Update geben. Bin echt stolz drauf, auf meine Entwicklung. Körperlich in den letzten paar Wochen und Monaten. Bin ready zum Kämpfen. Doch dieses Mal war mein Aufenthalt geplagt von Infektionen. Da, was ihr hier seht, ist kein normaler Pickel, sondern der Anfang einer verdammten Hautinfektion. Ganz ehrlich, ich bin ziemlich abgefuckt, was das angeht, denn ich habe erst vor ein paar Tagen aufgehört, meine Antibiotika zu nehmen und wollte heute einfach wieder anfangen zu trainieren. Das kann nicht sein, dass es jetzt das 4. Mal ist, wo es nochmal kommt. Also, ja, richtig scheiße. Täglich schweißgebadet bei 36 Grad, Haut an Haut mit anderen im Gym zu trainieren, ist ein Paradies für Bakterien. Alle 2 Wochen bekam ich eine Infektion, bekämpfte sie mit Antibiotika, wodurch ich mein Training mindestens 1 Woche pausieren musste. Nach meiner Kur trainierte ich wieder ein paar Tage und durfte mich an einer weiteren Infektion erfreuen. Die 2 Monate an intensiven Training, die ich mir vorgenommen hatte, waren am Ende nur ein paar Wochen. Ich war ziemlich enttäuscht, da ich jetzt schon über die Hälfte meiner Vorbereitungszeit hinter mir hatte und ich immer noch nicht ansatzweise bereit war, in den Ring zu steigen. April 2024, der Beginn meiner letzten Trainingsphase vor meinem Kampf. Mein Cheftrainer kam direkt zu mir und meinte, May 10, you fight, okay? Ich war so, are you sure? Er, yes, sure. If you're running 7 Kilo every day and come training, you ready. Und dann hat er erwähnt, dass mein erster Gegner ein Muay Thai Trainer ist, der schon über 150 Fights in Erfahrung hat. Ich wollte schon fast den Kampf absagen, da ich mich wirklich noch nicht ready fühlte. Und vor allem gegen so einen erfahrenen Gegner. Doch dann dachte ich mir, dass ich mich nie wirklich bereit dafür fühlen werde. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist in den nächsten 40 Tagen alles dafür zu tun, bereit zu sein. Jetzt wurde es ernst. Ich nahm mir vor, bis zu meinem Kampf jeden Tag mindestens 7 Kilometer zu joggen, um meine noch ziemlich schlechte Cardio zu verbessern. Denn beim Kämpfen ist Ausdauer alles. Egal wie gut, stark oder schnell man ist, wenn deine Puste ausgeht, ist der Kampf vorbei. Also war das mein Hauptfokus. Die vorgesehenen 2 Trainingseinheiten am Tag sind für mich nicht möglich, da ich nachmittags arbeite, also musste ich mit nur einer Einheit auskommen. Doch wenn ich nicht komplett von meinem Gegner zerstört werden will, müsste ich noch andere Wege finden, schneller besser zu werden. Also entschied ich mich, in mein Gym zu ziehen. Einmal, um Zeit zu sparen und noch viel wichtiger, mit den anderen Kämpfern und Lehrern zu leben. Denn du bist das Resultat deines Umfelds. Und ich wusste, dass ich alleine dadurch mich deutlich schneller entwickeln würde. Mein Bett war jetzt eine Matratze auf dem Boden und mein Badezimmer ein Gemeinschaftsklo ohne Warmwasser. Das Leben in den einfachen Verhältnissen brachte meinen Fokus auf ein anderes Level. Ohne den ganzen Schnickschnack, den man nicht braucht, hatte ich keine Ablenkungen mehr und ich war im Tunnel. Zu diesem Zeitpunkt fing ich auch an, meine Kampfvorbereitung täglich auf Instagram und Reels zu packen. Um diese besondere Zeit für mich und andere nochmal festzuhalten. Nicht jeder war so überzeugt von meinem Vorhaben, vor allem als sich herausstellte, dass mein Gegner über 150 Fights in Erfahrung hat. Doch nach kurzer Zeit wurde ich überwältigt von Supportern, die mich täglich anfeuerten. Ich muss noch kurz darauf reagieren, dass 772 Leute sich das live wahrscheinlich anschauen werden. Nummer 1, ich hätte das niemals gedacht. Nummer 2, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Nummer 3, ich muss auf jeden Fall sicherstellen, dass die Internetverbindung und mein Handy-Akku passt.
damit nichts in diesem Live schief geht. Das erhöhte nochmal den Druck in mir, wirklich alles zu geben. Da es jetzt nicht mehr das Gym, Freunde und Familie waren, die den Kampf live sehen würden, sondern wahrscheinlich auch ein paar tausend andere Menschen auf Instagram. Also joggte ich täglich meine 7 Kilometer, ging in die 2-stündige Morning Session, aß was Kleines, arbeitete 8 Stunden, schnitt meine Reels bis 0 Uhr und dann ging es endlich zurück zu meiner Matratze. Das war mein Alltag bis zum letzten Tag vorm Kampf. Und dann war es soweit. Was geht ab, Leute? Morgen ist Fight Night. Morgen ist es soweit. Morgen ist der Tag, auf den wir alle gewartet haben. Nee, aber jetzt for real. Der Tag kam schneller als erwartet und ich bin ziemlich aufgeregt. Es ist wild, es ist wild, es ist wild. Ich war sehr aufgeregt, da es endlich soweit war. David from Germany versus Thailand. Überwältigt mit dem Wachstum und dem Support auf Instagram. Stolz auf meine Entwicklung in den 6 Monaten. Leute, ich habe noch nie so ausgesehen in meinem Leben. Und erschöpft von einem Training. Doch ich fühlte mich das erste Mal bereit. Bevor die erste Runde anfängt, ist es Tradition im Muay Thai, einen Y-Crew auszuüben. Mit diesem Tanz bedankt man sich bei seinen Lehrern und zeigt ihnen Respekt. Man bedankt sich auch bei seinen Eltern und an jeden, der einen dazu geholfen hat, dazustehen, wo man jetzt ist. Gleichzeitig wärmt dieser Tanz den Körper auf und dehnt ihn. Ehrlich gesagt war ich vorher aufgeregter, den Y-Crew zu performen, als auf den eigentlichen Kampf. Doch als ich damit anfing, war ich so im Tunnel, dass ich wie in einer Trance war. Alles verschwand um mich herum und Gefühle der Sicherheit und Dankbarkeit überschwemmten meinen Körper. Denn vor 6 Monaten hätte ich mir nicht vorstellen können, wo ich jetzt gerade stehe. Doch jetzt war es soweit, das Gelernte im Ring anzuwenden. Die ersten 2 Runden im Muay Thai werden nicht bewertet und können nur durch K.O. gewonnen werden. Deshalb werden sie traditionell zum Abtasten des Gegners benutzt und sind meist locker. Meine Trainer meinten, go easy und komm erstmal rein. Also versuche ich mit meinen lockeren Teams zu sehen, wie mein Gegner reagiert. Doch ich realisiere ganz schnell, dass das Kämpfen nichts mit dem Sparring zu tun hat. Und er wirft seine erste harte Aktion, die ich erfolgreich blocken kann. Aber das würde sich noch ändern. Durch das Adrenalin spüre ich einfach nichts von seinen Schlägen, was ein komisches Gefühl ist. Doch das gibt mir den Mut zu antworten. Nach einer lockeren Minute explodiert mein Gegner wieder in den Angriff und landet sauber. Dank den Hormonen in meinem Körper spüre ich wieder nichts und lasse mich nicht beeindrucken. Ich versuche zu antworten, aber irgendwas blockiert mich, richtig zuzuschlagen. Er hält mich gut auf Distanz, landet wieder dieselbe Kombi und die erste Runde ist schon vorbei. Ich fühle mich gut und bin entspannt, aber wenn ich nicht in den nächsten Runden von ihm zerstört werden will, muss ich einen Weg finden, diese Blockade zu lösen. Dann mal ab in Runde 2. Ich starte direkt rein und will nach der schwachen ersten Runde mehr dominieren. Zu diesem Zeitpunkt realisiere ich, dass das Kämpfen nur in deinem Kopf stattfindet. Du stehst im Ring mit dir selbst. Nur du kannst deine Ängste überwinden, deine Aktionen schlecht reden oder dir Mut zusprechen. Und sobald ich mich dazu entschieden habe, mich meiner Schlagangst zu stellen, machte sich das direkt im Kampf bemerkbar. Ich fing an, kreativer zu sein und strategischer meine Aktionen auszusuchen und landete knapp ein Face-Team. Mein Selbstbewusstsein steigt langsam. Ein weiterer Push-Kick bringt ihn außer Gleichgewicht, doch er erwidert und bringt mich mit perfektem Timing zu Boden. Ich bleibe entspannt und fokussiere mich weiterhin auf den Kampf. Sich wegen solchen Patzern und sein Selbstbewusstsein rauben zu lassen, kann ganz schnell den Kampf gegen mich entscheiden. Also werde ich das auf keinen Fall zulassen. Ich lande 2 gute Leberkicks und er lässt den Kampf stoppen wegen einem angeblichen Tiefschlag. Bis heute weiß ich nicht, ob die Unterbrechung gerechtfertigt war, aber zu diesem Zeitpunkt war ich ziemlich genervt, weil ich wusste, dass ich ihn mit dem 3. verletzt hatte. Aber die Pause hat mir Zeit gegeben, um mich zu sammeln und ich konnte mit mehr Energie die 2. Runde fortsetzen. Ein paar Aktionen später läutet die Glocke. Ich fühle mich sehr gut nach dieser Runde, doch mein Coach weist mich darauf hin, dass jetzt Runde 3 anfängt und somit auch die Bewertung. Das lockere Pace, was wir in den ersten 2 Runden hatten, würde sich ab jetzt ändern. Mein Gegner würde jetzt alles geben, also muss ich das auch.
Die dritte Runde fängt an und ich merke direkt den Unterschied. Die Tritte meines Gegners drangen durch das Adrenalin und ich spüre das erste Mal in diesem Kampf Schmerz. Mit einem erfolgreichen Push-Kick ins Gesicht beende ich die letzte Kombi. Denn als ich in Runde 2 dieselbe Kombination fast landete, war ich mir sicher, dass es nochmal funktionieren würde. Ich hatte endlich eine Öffnung in seiner Defensive entdeckt. Doch er auch in meiner. Seine rechte plus Linkskick-Kombo landete wieder. Wir gehen in den Clinch und ich schaffe es, einen sauberen Ellenbogen zu landen. Unbeeindruckt von meiner Aktion macht er ganz normal weiter. Seine Kombo landet wieder und wieder, doch ich habe einfach keine Zeit mehr, einen Konter auszudenken. Doch als ich ihn mit Schlägen an die Seile dränge, erwischt er mich mit seinem Knie am Solarplexus. Mein Atem wird mir direkt geraubt. Der Schmerz war unbeschreiblich und ich versuche mich zu sammeln. Ich wusste, dass wenn dieses Knie etwas härter käme, der Kampf jetzt vorbei wäre. Ich halte mein Pokerface, führe meine Offensive fort und kann ein Face-Team landen, bevor die Glocke zum Ende der Runde läutet. Erleichterung überschwemmt meinen Körper. Mein Coach sagt mir, dass wir noch im Gleichstand stehen. Aber ich die nächste Runde für mich entscheiden muss, um zu gewinnen. Und ich habe schon im Gefühl, dass ich vor meiner härtesten Runde stehe. Aufgrund meiner guten Cardio bin ich bereit, mit mehr Energie in die nächste Runde zu starten und habe keine Angst, mich auszupowern. Er muss meine steigende Intensität bemerkt haben, denn als wir in den Clinch gingen, hängt er sich mit seinem kompletten Körpergewicht an mich, was mir kurzzeitig die Puste raubt. Wir wechseln harte Schläge, er fängt meinen Kick und wirft mich zu Boden. Das bringt im Muay Thai die meisten Punkte und ich wusste, dass ich jetzt im Rückstand war. Ich sammle mich und versuche mehr zu dominieren. Das würde allerdings nicht reichen. Er schlägt zum Körper, blockt 2 meiner Ellbogen und landet sauber seinen rechten. Adrenalin beschützt mich wieder vor dem Schmerz seiner Schläge. Seine Erfahrung macht sich deutlich bemerkbar und ich fühle mich unterlegen. Doch ich gebe nicht auf und hole alles aus mir heraus, um den Punktestand noch auszugleichen. Erst jetzt habe ich mich wirklich an die Situation gewöhnt und komme endlich im Ring an, was sich auch zeigt. Denn als er mit seiner Kombi wiederkommt, schaffe ich es direkt zu antworten, anstatt mich von seinen Schlägen überwältigen zu lassen. Die Glocke läutet zum Ende der 4. Runde. Ich fühle mich gut, aber hilflos gegen seine Kraft und Erfahrung. Mein Coach teilt mir mit, dass ich noch im Rückstand bin und nur noch in der nächsten Runde mit K.O. den Kampf gewinnen kann. Ich weiß, dass ein K.O. sehr unwahrscheinlich ist. Doch ich will einfach mit der neu gewonnenen Sicherheit aufstehen und zeigen, was in Runde 5 noch in mir steckt. Also gehe ich aggressiver in die nächste Runde rein, aber riskiere dadurch den Clinch und seine starken Ellenbogen. Er scheint ausgepowert zu sein und versucht durch den Stillstand Pause zu gewinnen. Zumindest denke ich mir das. Nach meinem Angriff schließt er die Distanz, doch ich reagiere mit kurzen Ellenbogen zu den Rippen und bekomme wieder seinen Rechten zu spüren. Ich mache weiter Druck, doch im Clinch bringt er mich außer Gleichgewicht und wirft mich in die Seile des Rings. Ein weiterer Beweis seiner Dominanz und Meisterschaft. Aber mein Mindset bleibt unerschütterlich. Okay, let's go. Was hast du noch auf Lager? Sage ich mir und behalte mein Pokerface, als wäre nichts passiert. Wir gehen wieder in den Clinch und ich schaffe es, ein paar Knie zu landen. Und diesmal höre ich auch seine tiefen Atemzüge. Ich will diese Chance nutzen, allerdings schließt er die Distanz mit jedem meiner Angriffe. Nach meinen kurzen Ellenbogen schaffe ich es aber diesmal, seine Rechte zu entkommen. Unfähig, mir im Moment eine Lösung dafür auszudenken, landen wir wieder in derselben Situation. Und sein rechter Ellenbogen trifft mich knapp an der Schläfe. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich, dass ihm die Puste langsam ausgeht. Doch mir fehlt einfach die Fähigkeit und die Erfahrung, diese Gelegenheit zu ergreifen. Nach einem weiteren Clinch läutet die Glocke zum Ende des Kampfes. Mein Herz rast. Nicht nur wegen des Kampfes, sondern wegen der Reise, die mich hierher geführt hat. Der Ringrichter hebt die Hand meines Gegners. Ich habe verloren. Doch statt Enttäuschung spüre ich Dankbarkeit. Dankbarkeit für die letzten Monate, die Kämpfe außerhalb des Rings, gegen meine Zweifel, Ängste und alten Gewohnheiten. Vor einem Jahr war ich ein anderer Mensch. Ohne Richtung, ohne Disziplin. Und heute stehe ich hier. Nach Monaten harter Arbeit, Rückschlägen und Zweifel. Und ich habe es durchgezogen. Es ging nie nur um Sieg oder Niederlage, sondern darum, zu welcher Person ich geworden bin. Ich habe gelernt, mich einer Sache voll zu widmen, Schmerz zu akzeptieren und trotz Rückschlägen weiterzumachen. Jeder kann sich verändern. Wenn du dich den Herausforderungen stellst, Opfer bringst und für deine Träume kämpfst, kannst du Dinge erreichen, die du für unmöglich gehalten hast. Ich verlasse den Ring mit Stolz und einem vollen Herz. Das ist jetzt der Anfang. Wenn du dieses Video siehst, bin ich bereits in der Vorbereitung für meinen nächsten Kampf. Also folge mir, wenn du diesen nicht verpassen willst. Starker Kampf, Bro. Starker Kampf. Egal wie es ausging, ich bin stolz auf mich, dass ich 5 Runden gegangen bin. Es war kein leichter Fight, wie ihr gesehen habt. Aber es war der Fight, der es war. Und ich bin einfach nur stolz auf mich. Ich hoffe, ich konnte euch entertainen durch meinen Kampf. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und haut rein.